hoffe, Sie hatten ein schönes Osterfest. Es war ja tolles Wetter. Die Situation war leider ein bisschen speziell dieses Mal. Das Wetter hat einen aber trotzdem aufgestellt und auch ich habe mich sehr gefreut, dass ich verschiedene Zuschriften bekommen habe von Kolleginnen und Kollegen, aber auch Leute, die ich vorhin nicht kannte. Sie haben meine Videos über 1000 Mal angesehen und wir haben schon ganz viele neue Abonnenten. Wäre toll, wenn Sie auch dazu gehören würden. Sie dürfen natürlich meine Videos auch jederzeit gerne teilen, egal ob Sie Schüler, Lehrperson oder sonst Freundinnen und Freunde der Wirtschaft sind. Überhaupt kein Problem, das würde mich sogar sehr freuen. Geben Sie auch einen Daumen hoch und teilen Sie die Videos so viel Sie wollen, abonnieren Sie den Kanal. Ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich an und steigen ein. Ja, wie versprochen geht es heute um Kurzarbeit, Leitzinsen und Notkredite und Sie sehen hier ganz viele Flaggen. Wir werden also verschiedene Länder auch miteinander vergleichen. Was sind die Fragen heute? Zuerst einmal, wie funktionieren Notkredite überhaupt? Was sind die Nachteile davon? Was sind die Leitzinsen und wie funktionieren die? Und wie helfen sie natürlich der Wirtschaft am Schluss? Dann aber auch das Thema Kurzarbeit und die Vor- und Nachteile davon. Wenn wir da mal eintauchen, dann haben wir zuerst eine Repetition. Wir haben den Teufelskreis einer Rezession das letzte Mal kennengelernt. Wir sind ja schon mittendrin, wie wir gesehen haben. Wir haben immer am Anfang eine steigende Arbeitslosigkeit, fallende Nachfrage und dementsprechend diesen Teufelskreis dann, und die Schweiz ist da schon mittendrin. Vergessen Sie nicht unbedingt mein Video anzuklicken, das haben wir das letzte Mal gut besprochen miteinander. Dann aber auch die Grafiken zum Thema Konjunkturentwicklung. Wir sind im Moment in einer Beginnphase, sage ich mal, von einer Rezession und wir müssen schauen, dass wir nicht in eine Depression hineinrutschen. Das heißt, die Wirtschaftsleistung, das Bruttoinlandsprodukt also, ist im Moment am Abnehmen. Auch dazu haben wir ein Video gemacht, bitte unbedingt ansehen, falls Sie das noch nicht haben. Oder nochmals ansehen. Wir haben auch angeschaut, was der Staat tun kann, um die Wirtschaft zu unterstützen. Und jetzt, was wir auch angeschaut haben, ist Kurzarbeit, Leitzins und Nothilfekredite sind einige von ganz vielen Instrumenten, die der Staat anwenden kann. Und diese werden wir heute vertiefen miteinander. Also, es geht heute um Staatseingriffe und auch um Eingriffe der Nationalbank. Zuerst zu den Notkrediten. Was ist überhaupt der Sinn dahinter? Eine Firma ist in Not und das Ziel ist, dass diese Firma flüssig bleibt, also ihre Rechnungen weiterhin bezahlen kann. Wir brauchen dazu Geschäftsbanken und auch die Nationalbank. Allgemein ausgedrückt ist das die Zentralbank. In der Schweiz ist die Zentralbank die Schweizerische Nationalbank SNB. Die Firma in Not stellt einen Antrag bei seiner Hausbank. Diese wiederum meldet diesen Kreditantrag. Der wird genehmigt und eben auch abgesichert durch die Zentralbank. Das heißt, wenn die Firma den Kredit aus irgendwelchen Gründen nicht zurückzahlen kann, dann haftet diese Nationalbank dafür. Dann haben wir die Auszahlung und das geht sehr schnell. Wenn Sie bereits ein Konto haben mit Ihrer Firma, zum Beispiel bei der Zürcher Kantonalbank, dauert es nur 30 Minuten, bis das Geld auf dem Konto angewiesen ist. Für bestehende Kunden, Neukunden haben etwa 2 Stunden. Das ist auch sehr schnell und relativ unbürokratisch. Die Zinsen, die sind gratis bis 1,5 Million. Bis 20 Millionen haben Sie pro Jahr 0,5% Zinsen und wie gesagt, die Nationalbank haftet für diese Kredite. Ist ein interessantes Instrument, hat aber einen entsprechend schwierigen Nachteil. Und zwar geht es darum, stellen Sie sich vor, Sie müssten Ihre laufenden Kosten mit Krediten decken. Sie müssten also Ihre Einkäufe, Ihre Miete und Ihr Zug- und Busbillett immer mit einem Kredit bezahlen. Die Schulden würden sich dann einfach anhäufen und Sie finden da keinen Weg mehr raus. Sie sind dann verschuldet für etwas, was Sie ja sowieso immer ausgeben. Eigentlich müsste man ja Kredite aufnehmen, um investieren zu können. Und das geschieht im Moment nicht. Eine weitere Maßnahme ist
an der sogenannten Zinsschraube zu drehen, also die Zinsen zu senken. Und wenn man die Zinsen senkt, wird es automatisch attraktiver als Firma, einen Kredit aufzunehmen und zu investieren, die Firma zu vergrößern, mehr zu produzieren und somit natürlich auch mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Und wenn Sie das hier ansehen auf dieser Grafik, das Ziel ist, wie gesagt, dass Firmen und auch Private investieren, und das wurde beispielsweise in der Jahrtausendwende angewandt. Wir hatten hier die Dotcom-Blase, das ist ein langes Thema, aber damals sind die Märkte zusammengebrochen und dann natürlich auch die Terroranschläge vom 11. September 2001. Und Sie sehen, da wurden die Zinsen gesenkt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Dann hatten wir 2008 wieder eine Finanzkrise. Ich hoffe, sie ist kleiner als die aktuelle Krise. Leider ist zu befürchten, dass die aktuelle Krise natürlich noch stärker ausfallen wird, aus Gründen, die ich im letzten Video schon erwähnt habe. Nichtsdestotrotz, die Zinsen wurden gesenkt und Sie sehen, die sind im Moment sehr tief. Die Schweiz sogar unter Null. Das heißt, wenn jemand Geld auf der Nationalbank deponiert, muss er sogar Zinsen zahlen, also umgekehrt eigentlich. Und auch die Europäische Zentralbank ist bei Null. Die amerikanische Notenbank, die Federal Reserve, konnte die Zinsen wieder anheben. Und jetzt sehen wir auch, das ist eigentlich die einzige Bank, die dieses Instrument auch einsetzen kann. Zinssenkungen, wenn sie bereits schon um 0% herum sind, sind fast nicht mehr möglich. Es ist wie wenn Sie ein Medikament nehmen und wieder nehmen und wieder nehmen, irgendwann gewöhnt sich der Körper daran und es verliert seine Wirkung. Und das ist hier eben leider passiert. Die Kurzarbeit, die wird sehr gerne angewandt in Deutschland, Österreich und eben auch der Schweiz. Sie funktioniert auch sehr ähnlich. Die Prozentzahlen des Einkommens variieren ein bisschen, aber sonst ist das ein bewährtes Instrument in allen Ländern. Wir haben das Ziel, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Und dazu stellt man einen Antrag als Firma bei der Arbeitslosenversicherung. Jetzt ist es so, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen aber damit einverstanden sein. Sie können das auch ablehnen, dann muss die Firma die Löhne normal weiterbezahlen, hat natürlich wie immer die Möglichkeit, auch das Arbeitsverhältnis zu kündigen. Also diese Zustimmung muss man fast geben, je nach Umständen. Ja, das halbe Einkommen, ein Teil davon wird von der Arbeitslosenversicherung übernommen. Das heißt, 50% des Lohnes zahlt weiterhin der Arbeitgeber und 80% der anderen Hälfte, also 40% des gesamten Lohnes, zahlt nachher die Arbeitslosenversicherung. Sie bekommen also als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter rund 90% des Einkommens. Man hat diese Vorschriften sogar ein bisschen gelockert. Früher gab es noch eine Wartezeit, man musste Überstunden vorher abbauen lassen und es galt nur für 3 Monate, neu sind es 6 Monate. Auch hier wieder, das hat im Moment extreme Anzahlen von Gesuchen, über 500.000, jede dritte Stelle ist davon betroffen, also im Moment eine richtige Flutwelle und die Ämter sind tatsächlich auch schon im Verzug mit den Zahlungen, weil sie diese Gesuche erst prüfen und bewilligen müssen. Also Geduld ist hier gefragt. Ja, wir möchten ein bisschen ins Portemonnaie schauen von verschiedenen Ländern. Die Schweiz investiert im Moment 40 Milliarden Franken, das ist derselbe Betrag in US-Dollar, in diese Entwicklungs- und Konjunkturprogramme. Deutschland noch viel extremer, umgerechnet 825 Milliarden US-Dollar und die USA 2000 Milliarden US-Dollar, das sind 2 Billionen. Die Amerikaner oder die Englischsprechenden, das sind 2 Billionen Trillions, also aufgepasst, wenn Sie einen englischen Artikel lesen, fallen Sie nicht gleich vom Stuhl. Es sind zwar sehr hohe Zahlen, aber es sind nicht Trillionen wie in Deutsch jetzt. Gut, auch andere Länder, fast alle Länder der Welt haben Konjunkturprogramme. Und die Frage ist ja, wie lange reicht dann das Geld dafür? Übrigens, die Amerikaner, die machen das ein bisschen anders als die Deutschen. Und zwar verteilen sie das Geld regelrecht. Also Arbeitslose bzw.
auch Leute sonst in Not bekommen Geld direkt ausbezahlt. Die Deutschen machen das mit anderen Programmen, wie eben beispielsweise der Kurzarbeit und noch andere Programme, die Sie kennen. Also die Amerikaner, da redet man wirklich von sogenanntem Helikoptergeld. Und die Frage ist wirklich, ja, wenn die Leute das Geld jetzt einfach auf dem Sparkonto lassen, dann bringt die Maßnahme überhaupt nichts, das Geld verpufft. Tausende Milliarden, die dann einfach verdampfen. Wir hoffen natürlich, dass es etwas nützt. Man kann auch Schulden machen als Staat und die Frage ist ja, wie viel verträgt es dann? Deutschland ist im Moment mit 64% der aktuellen Wirtschaftsleistung verschuldet. Stellen Sie sich vor, Sie haben Schulden etwa im Bereich von 64% Ihres jährlichen Einkommens. Ist viel, aber Sie sehen, Deutschland ist relativ stabil aufgestellt, die Schweiz auch mit 43%, Österreich 79%, Argentinien 86%. Man muss aber bedenken, als Argentinien im Jahr 2000 Konkurs ging, waren die Schulden nur etwa 60%. Also es kann auch sein, dass man Konkurs geht, weil man einfach die Zinsen nicht bezahlen kann, obwohl die Verschuldung relativ tief ist. USA über 100% und das wird jetzt noch weiter ansteigen. Italien über 130% und Spitzenreiter oder Schlusslicht, je nachdem wie Sie das sehen möchten, ist Griechenland mit 236%. Also gewisse Staaten haben fast keine Luft mehr nach oben und das heißt, die Europäische Union muss wahrscheinlich auch hier wieder eingreifen und helfen. Ich fasse zusammen. Im Moment werden Kurzarbeit und Hilfskredite eingesetzt. Hilfskredite verschulden die Unternehmen weiter, also das ist eigentlich nur Symptombekämpfung. Zinssenkungen nützen im Moment nicht viel, sie sind auch fast nicht mehr möglich, weil die Zinsen sehr tief sind und im Moment werden wirklich ganz viele Milliarden investiert und ein Großteil dieses Geldes verpufft leider auch. Und wir sehen auch, viele Staaten haben gar nicht das Geld, um ihre Wirtschaft richtig zu unterstützen im Moment. Also Sie sehen, die Situation ist im Moment ernst und wir werden die natürlich jetzt weiter beobachten. Ihnen hat das Video gefallen? Dann geben Sie einen Daumen hoch, ein Like, abonnieren Sie den Kanal, drücken Sie das Glockensymbol und Sie werden jederzeit alarmiert, sobald es neuen Inhalt gibt und neue spannende Themen. Auf jeden Fall danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Sie dürfen das Thema das mal wählen. Entweder Nummer 1, wie sicher ist mein Job? Nummer 2, wie soll ich investieren in dieser Zeit? Wie kann ich Geld machen? Sie entscheiden, schreiben Sie unten in die Kommentare rein und ich werde das 1:1 dann so übernehmen. Sie wählen. Also, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis bald.